Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie haben täglich mit Institutionen oder Organisationen zu tun, welche den Begriff manipulativ verkörpern wie keine andere. Medien. Manchmal manipulieren Medien die Politik und manchmal manipulieren Politiker die Medien. Treffer sind hierbei immer wir, ganz klar. Ich möchte behaupten, dass sich der Großteil der Regierungen demokratischer Länder vor den Medien fürchtet, sich ihnen beugt. Denn sie bestimmen, wie die Dinge gesehen werden. Was hat das alles mit Hunden zu tun? Das sehen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Also, bis gleich. Nun, legen wir los. Mit Sicherheit wissen Sie, dass der American Bully XL mittlerweile in England und Wales verboten ist. Es gibt ja mehrere Länder, in welchen der Besitz bestimmter Hunderassen verboten ist. Und es gibt leider auch Länder, in denen man sich dazu entschlossen hat, sich geistig zurückzuentwickeln. Und dabei ist die Hundehaltung generell auszurotten, indem man Gesetze erlässt, welche ihnen als Hundehalter per Strafe verbietet, mit ihrem Vierbeiner spazieren zu gehen. Das glauben Sie nicht? Und ich muss Ihnen leider sagen, dass das Fakten entspricht. In großen Teilen des Iran herrscht dieses Gesetz seit kurzer Zeit. Doch heute geht es um etwas anderes und dafür muss jetzt zu Beginn der American Bully XL und sein Schicksal auf der Insel kurz herhalten. Ja. Aufgrund von aufsehenerregenden Vorfällen mit American Bully XL Hunden in Großbritannien wurde mit 21. Dezember 2023 schrittweise ein Gesetz in England und dann auch in Wales verabschiedet, welches zuerst die Zucht und den Verkauf dieser Rasse verbot und kurze Zeit später auch die Haltung dieser Hunde untersagt hat. Ja. Es sei denn, diese Hunde waren bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes registriert, ja, also im Besitz von jemandem. Ja. Weiters mussten alle Besitzer eines American Bully XL nachweisen, dass der Hund versichert, gechippt und kastriert ist. Außerdem darf man mit diesem Hund ausnahmslos nur mehr mit Leine und Maulkorb außerhalb des Eigentums unterwegs sein. Bedeutet also, sollte der aktuell jüngste XL-Bully auf der Insel gesundheitlich robust ein hohes Alter erreichen, dann könnte man ihn ohne weiteres als den letzten Mohikaner von England und Wales bezeichnen. Denn nach diesem Hund ist mit dieser Rasse Ende Gelände auf der Insel. Ist so, ja. Wie nicht anders zu erwarten, fanden tausende Hunde dieser Rasse ihr neues Zuhause in Tierheimen. Unannehmlichkeiten werden von Menschen gerne schnell entsorgt, das wissen wir. Die meisten dieser Hunde sind mittlerweile tot, denn es wurden pro Monat etwa 100 dieser Tiere in den Heimen eingeschläfert. Natürlich, es gab Tote in Verbindung mit diesen Hunden, das ist nicht abzustreiten und das möchte ich auch gar nicht. Und das Problem ist, wie so häufig, dass sich Leute ein großes, starkes Raubtier nach Hause holen und das Einzige, was sie darüber wissen, daraus besteht, dass dieses Tier Wow Wow macht und nicht Miau. Und das ist ein riesiges Problem. Ja. Als Ergebnis dürfen Sie als exzellenter Halter eines XL-Bullys Ihren Hund jetzt nachträglich kastrieren lassen und sind dazu verpflichtet, Ihren Hund einen großen Teil an Lebensqualität zu nehmen, indem Sie nur mehr mit Leine und Maulkorb ausführen dürfen, weil auf Verstöße gegen diese Auflagen bis zu 14 Jahre Haft stehen. Ich würde sagen, da lachen uns die Messerkünstler aus, denn für diese wurden ja höchst wirksame Waffenverbotszonen errichtet und bei Nichteinhaltung drohen denen grausamste Anzeigen auf freiem Fuß. Ja, also, ja, gut.
Was hat das alles mit dem Cane Corso im Titel zu tun? Viel, liebe Zuseher. Aktuell wird in Großbritannien gemunkelt, der Legionärshund könnte der nächste sein. Ist so, ja. Diese Vermutung geht auf der Insel so weit, dass mittlerweile eine offene Anfrage zum Thema im englischen Parlament gestellt wurde, welche das zuständige Ministerium mit den Worten „Aktuell gebe es noch keine Pläne, den Cane Corso zu verbieten“, beantwortet hat. Ja. Doch wie kam der Italiener hierzu überhaupt ins Gespräch? Die Medien haben sich auf ihn eingeschossen. Ganz einfach. Ja? Das neue Objekt der Begierde für Sensationsjournalismus. Die Medien servieren ihnen ein gut zubereitetes Mahl. Eine gesuchte Zielgruppe verschlingt dieses, reagiert darauf, fordert, protestiert. Die Politik sieht ihre Chance zur Imageverbesserung, indem sie davon spricht, ihrer Pflicht als Retter des Volkes nachzukommen und den vierbeinigen Monstern ein Ende zu setzen. Und schwupps, die nächste Rasse ist verboten. Genau so läuft das und nicht anders. Ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel, wie die Medien in Österreich zum Thema Hund wüten. Schnallen Sie sich an. Ja? Ich war mir zu Beginn nicht sicher, ob ich Ihnen zuerst die Darstellungen der Medien und danach den tatsächlichen Vorgang dieser Geschichte präsentieren soll oder umgekehrt. Ich habe mich aber für Zweiteres entschieden und erzähle Ihnen zuerst, was tatsächlich vorgefallen ist. Ja. Bevor ich loslege, möchte ich aber ganz klar betonen, dass ich diesen Vorfall nicht verharmlosen möchte. Absolut nicht. So etwas darf nicht geschehen, so etwas gehört geahndet und sollte Konsequenzen mit sich ziehen. Das ist einmal ganz klar. Jeder von uns hat das Recht, unbedrängt und gefahrlos durchs Leben gehen zu können und muss sich darauf verlassen können, dass andere Menschen das genauso sehen. Also eine klare Sache. Ja. Auch kann ich die Dame, welche bei diesem Vorfall zu Schaden kam, von der werden Sie dann gleich hören, und ihre Reaktion sowie ihre Aussagen zu 100% verstehen. Ich möchte diese Frau hier in keinster Weise diffamieren oder an den Pranger stellen, denn sie trifft absolut keine Schuld an dieser Medienhetze. Und ich hätte an ihrer Stelle ebenso die Hosen voll gehabt, ganz sicher. Aus zuverlässiger Quelle erfuhr ich, was sich tatsächlich abgespielt haben soll. Und das war Folgendes, aufgepasst. Ein freilaufender Molosser-Rüde außerhalb der Kontrolle seines vermutlich alkoholisierten Besitzers entdeckte eine Frau mit einem sehr kleinen Hund an der Leine und suchte deren Kontakt. Die Besitzerin des kleinen Hundes sah den großen Rüden heranstürmen und nahm ihren Hund zum Schutz auf. Sie hob ihn hoch. Ja. Der Molosser-Rüde suchte den Intensivkontakt und begann an der verständlich erschreckten und besorgten Besitzerin des kleinen Hundes hochzuspringen. Einige von Ihnen werden solche Geschichten kennen. Ja. Ich kenne sie. Die Dame hatte keine Chance, den großen Rüden davon abzuhalten, an ihr hochzuspringen. Das erkannte ein zufällig anwesender Notfallsanitäter, welcher gerade einen Krankentransport durchführte, und kam der Frau zu Hilfe. Ja, er versuchte, den springenden Rüden durch Schreie zu vertreiben, was nicht gleich fruchtete. Ja. Nach einiger Zeit erschien dann auch der vermutlich alkoholisierte Besitzer und schaffte nur mit Mühe, seinen Hund zu sichern und aus der Situation wieder rauszuholen. Eine Polizeistreife wurde auf den Notfallsanitäter, welchen der Rüde ebenfalls raufgesprungen sein soll, aufmerksam. Danach wurde der Besitzer des großen Rüden ausgeforscht und weiteres dann die Besitzerin des kleinen Hundes, welcher dann von der Polizei geraten wurde, ins Spital zu gehen, um die oberflächlichen Kratzer, die sie vom Hochspringen erlitten hat, behandeln und untersuchen zu lassen. So soll sich dieser Vorfall tatsächlich abgespielt haben. Absolutes No-Go, gar keine Frage. Und wenn dann die Besitzerin des kleinen Hundes Sätze wie „Ich dachte, der bringt mich um" oder „Der bringt uns um" oder „Ich dachte, der will meinen Hund zerfleischen" von sich gibt, dann kann ich das zu 100% verstehen. Hier liegt die Schuld in seiner Gänze
beim Besitzer des Molossers. Versetzen Sie sich mal in die Lage der Dame. Extremsituation, Angst um den kleinen Hund, während ständig ein großer, starker Hund mit vollem Körpereinsatz an ihnen hochspringt. Und sie sich mehr oder weniger im instinktiven Überlebensmodus befinden. Allerhöchster geistiger Stress für die Frau gewesen, keine Frage. Ja. So etwas darf nicht geschehen und dafür hat jeder Hundehalter Sorge zu tragen. Punkt, aus, Ende. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Doch jetzt möchte ich Ihnen einige Meisterwerke vorlesen, welche Journalisten verschiedener Medienkörper genau aus diesem Vorfall erschaffen haben und in genau dieser Form für Sie zum Lesen freigegeben haben. Passen Sie auf. Erste Schlagzeile. Betrunkener lässt Pitbull frei, Frau schwer verletzt. Es folgt ein nicht aus dem Kontext gerissener Auszug aus diesem Artikel. Der angreifende Pitbull war weder angeleint noch mit einem Maulkorb versehen. Der aggressive Pitbull konzentrierte seine Attacke auf die Frau selbst und verletzte sie durch mehrere Bisse. Im Spital sind dann Verletzungen am Knie und am Sprunggelenk festgestellt worden. Ein zufällig anwesender Rettungssanitäter versuchte den Hund abzulenken und konnte sich nur durch einen Sprung in das Einsatzfahrzeug retten. Er erlitt Prellungen. Nächste Schlagzeile, genau zu diesem Vorfall. Wilder Hund attackierte Frau und Rettungssanitäter. In diesem Bericht wird davon geschrieben, dass eine Hundebesitzerin und ein Notfallsanitäter von einem Cane Corso angegriffen wurden und es dem Besitzer nicht gelang, seinen Hund von den lebensgefährlichen Bissattacken abzuhalten. Auch hier schreibt man vom ins Auto hechtenden Notfallsanitäter, doch in diesem Bericht erwischte der Hund noch die Schuhsohle des zivil couragierten Herrn. Nächste Schlagzeile desselben Vorfalls. Pitbull attackiert Frau und Sanitäter. In diesem Bericht wird zu Beginn betont, dass die Annahme, der Hund sei ein Pitbull gewesen, eine falsche wäre. Es handelte sich in Wahrheit um einen Cane Corso, über welchen der Besitzer die Kontrolle verloren haben soll. Auch hier schreibt man davon, der Hund hätte die Frau attackiert und mehrfach gebissen und ein Notfallsanitäter hat versucht, den Hund davon abzuhalten. Der Hundebesitzerin hat versucht, den Hund davon abzuhalten, der Hundebesitzerin in den Hals zu beißen. So. Er sei mit Prellungen, Schock und einem Stück Sohle der verstärkten, ganz wichtig, Sicherheitsschuhe davon gekommen. Habe der Frau aber genügend Zeit erkaufen können, sich in Sicherheit zu bringen, bevor er sich selbst ins Einsatzfahrzeug habe retten können. Im Bericht der nächsten Schlagzeile zu diesem Vorfall: Hundeangriff, Frau und Sanitäter verletzt, wird ebenfalls davon geschrieben, dass ein Cane Corso mehrmals zugebissen hat und Verletzungen an Knie und Sprunggelenk der Dame festgestellt wurden. Doch in diesem Artikel zog sich der Notfallsanitäter seine Prellungen beim Sprung ins Einsatzfahrzeug zu. Im nächsten Artikel, der diesen Vorfall behandelt, mit der Schlagzeile Frau und Helfer von Hund attackiert, rückt man gar den helfenden Notfallsanitäter in den Fokus, denn dieser machte die Polizei darauf aufmerksam, mehrmals von einem Tier angesprungen worden zu sein und ergänzte, dass zuvor auch eine Dame von dem gleichen Hund attackiert wurde. Danach wurde der Hundehalter des großen Hundes ausgeforscht und erst danach die betroffene Hundebesitzerin, welche bei der Befragung, aufgepasst, zunächst der Meinung war, keine Verletzungen erlitten zu haben. Doch als sie später das Klinikum aufsuchte, wurden leichte Verletzungen festgestellt. So steht es in diesem Artikel geschrieben. In einem anderen Artikel zu diesem Vorfall wird gar von einem 20- bis 30-minütigen Beißangriff eines Pitbulls auf eine Frau und einen Mann geschrieben. Liebe Zuseher, was jetzt? Was jetzt? Handelt es sich um einen American Pitbull Terrier oder um einen Cane Corso? Kam der Hund dem Besitzer aus oder war er generell freilaufend? Fanden lebensgefährliche Beißattacken statt? Und wenn ja,
wie geht sich das dann aus, dass die in Bedrängnis geratene Hundebesitzerin der Meinung war, sie wäre unverletzt? Erlitt der Notfallsanitäter die Prellungen durch Körpereinsatz des Hundes oder beim Hechten in sein Fahrzeug? Liebe Zuseher, ich wiederhole mich. Ja. Ich verstehe die Besitzerin des kleinen Hundes zu 100%. Ich kann verstehen, dass sie in diesem Moment Todesangst verspürte, sich in Sorge um ihren Hund und ihrer Gesundheit im Überlebensmodus befand. Gar keine Frage, ich verstehe das. Kein Mensch sollte in solche Situation geraten müssen und ich zolle auch dem Notfallsanitäter Respekt. Heutzutage ist Zivilcourage gefragter denn je. Bravo, Herr Sanitäter, das ist mein vollster Ernst. Ja. Doch ich frage Sie, liebe Zuseher, denken die Schreiberlinge der verschiedenen Medienkörper wirklich, sie hätten es ausnahmslos mit Vollidioten zu tun? Muss ich Ihnen sagen, was sich abspielt, wenn eine Frau, die noch dazu durch die Aufnahme ihres kleinen Hundes in ihrer Wehrhaftigkeit gehandicapt ist, ernsthaft von einem Hund wie einem Cane Corso attackiert wird? Glaubt auch nur eine Person meiner Zuseher da draußen, dass diese Dame bei ihrer Erstvernahme oder Ersteinvernahme dann der Meinung wäre, sie sei unverletzt? Muss ich noch mehr zu diesem Vorfall sagen? Na. Schauen Sie, der Journalist schaut auf seinen Job, das wissen wir. Der sorgt dafür, dass das Ganze läuft. Der verdient damit sein Geld. Schicksale, welche sich daraus entwickeln, sind dem völlig egal. Ob der damit im Endeffekt ganze Hunderassen auslöscht oder als Ergebnis seiner Berichte vernünftige Hundehalter dazu zwingt, ihre vierbeinigen Freunde kastrieren lassen zu müssen oder ihnen Leine- und Maulkorbzwang beschert, ist für dieses Klientel ein nebensächlicher Kollateralschaden, nicht mehr. Dem sollten wir uns klar sein. Wir können nicht viel gegen solchen Sensationsjournalismus tun, sind mehr oder weniger dazu verurteilt, zu hoffen, dass die vielen, welche das Thema Hund nur nebensächlich wahrnehmen, nicht zu laut protestieren, wenn sie solche Horrorgeschichten zu lesen bekommen. Denn die Politik sieht dann ganz schnell eine Chance zu sagen, schaut her, wir tun was für eure Sicherheit. Und schwupps, das nächste Gesetz ist beschlossen. So läuft das. Ja, leider gibt es tödlich ausgehende Vorfälle mit Hunden oder Vorfälle, bei welchen Menschen durch Hunde schwer verletzt werden. Wissen wir. Doch wäre es nicht für alle eine Win-Win-Situation, hierbei beim Halter anzusetzen, anstatt die Rasse ins Visier zu nehmen? Ich frage Sie. Ja? So wie es aktuell beim Cane Corso in Großbritannien der Fall ist. Statt lebenslängliches Hundehalteverbot an Leute auszusprechen, welche ihren Vierbeiner mit Vorsatz gefährlich machen oder einfach nicht dazu fähig sind, dieses Tier für die Gesellschaft ungefährlich zu halten, pflegt man den Vernichtungsfeldzug einer Rasse über die Medien. Gute Politiker würden hier auf Medienkörper einwirken, möchte ich behaupten. Sie dazu veranlassen, einen anderen Weg zu gehen. Das Problem ist nur, dass die meisten Politiker sich vor den Medien fürchten. Ja, es war mein großes Anliegen, dieses Video zu bringen, liebe Zuseher, denn die Chancen, dass dieser Beitrag auch von Menschen gesehen wird, welche mit Hunden weniger zu tun haben und dazu neigen, Artikel wie die besprochenen zu glauben, die sind ja da. Also hatte dieses Video vielleicht Sinn. Und etwas leichter ist mir jetzt auch, denn wenn ich solche Dinge wahrnehme, dann springe ich aufgrund meines sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinnes herum wie das Rumpelstilzchen. Und dann tun mir solche Videos, wo ich mit dem Frust von der Seele spreche, persönlich sehr gut. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.